Lektion 1 Auswärts essen. Ich habe vor kurzem ein neues Restaurant besucht und hätte, wenn es Ihnen nichts ausmacht, noch ein paar Fragen zu deren Speisekarte. Das klingt großartig. Ich liebe es, neue Restaurants auszuprobieren, daher bin ich gespannt, davon zu hören. Nun, ich habe Ihr schmackhaftes Chicken Tikka Masala probiert und war von der Geschmacksintensität überwältigt. Das klingt köstlich. Ich wollte schon immer eine wirklich authentische Version dieses Gerichts probieren. Das sollten Sie unbedingt tun. Die Gewürze waren perfekt ausgewogen und das Hühnchen war so zart. Ich kann mir nur vorstellen, wie befriedigend das gewesen sein muss. Haben Sie irgendwelche Vorspeisen probiert? Ja, wir hatten auch Samosas und sie waren knusprig und mit gewürzten Kartoffeln gefüllt. Klingt fantastisch. Ich liebe eine gute Samosa als Vorspeise. Sie geben dem Essen wirklich den Ton an. Genau, ich finde, ein gutes Essen beginnt mit guten Vorspeisen. Das sollten wir mal zusammen hingehen. Lektion 2 Traditionelle Lebensmittel. Das ist beeindruckend. Wenn Sie traditionelle Gerichte probieren möchten, sollten Sie unbedingt Rom besuchen. Ich habe gehört, dass das Essen dort unglaublich ist, insbesondere die Pasta und die Pizza. Ja, Sie finden hier einige der besten Gerichte, die aus frischen, regionalen Zutaten zubereitet werden. Ich kann es kaum erwarten, authentische italienische Küche dort zu probieren, wo sie ihren Ursprung hat. Genau, jede Region hat ihre Spezialitäten, es gibt also viel zu entdecken. Das klingt nach einem kulinarischen Abenteuer. Was würden Sie als erstes empfehlen? Ich denke, mit einem klassischen römischen Gericht wie Cacio e Pepe zu beginnen, wäre eine gute Wahl. Das klingt köstlich. Ich werde es unbedingt auf meine Liste der Gerichte setzen, die ich unbedingt ausprobieren muss. Auf jeden Fall. Lass uns gemeinsam eine Reise planen, um all die fantastischen Aromen zu erleben. Lektion 3 Lernen durch Dokumentarfilme. Man kann viel lernen, wenn man sich einen Dokumentarfilm ansieht. Ich schaue mir manchmal Dokumentarfilme mit ihm an. Das ist eine fantastische Möglichkeit, Wissen zu erlangen. Welche Themen erforschen Sie normalerweise gemeinsam? Wir haben uns viele verschiedene Themen angeschaut, von Natur bis Geschichte. Es ist immer aufschlussreich. Auf jeden Fall. Dokumentarfilme können so unterschiedliche Perspektiven und Einblicke bieten. Ja, und oft führen sie im Anschluss zu tollen Gesprächen über das, was wir gelernt haben. Das finde ich toll. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, sich mit dem Stoff auseinanderzusetzen und sein Verständnis zu vertiefen. Genau. Welcher Dokumentarfilm hat Sie zuletzt besonders interessiert? Ich habe mir einen Film über den Ozean und seine Ökosysteme angesehen. Er war schön und beunruhigend zugleich. Das klingt spannend. Es ist wichtig, sich der Umweltprobleme bewusst zu sein. Lektion 4 Vorbereitung auf den Winter. Sie haben recht. Ich sollte mich auf meine Stärken konzentrieren und zuversichtlich sein, wenn der Winter naht. Auf jeden Fall. Wenn Sie Ihre Stärken nutzen, können Sie Herausforderungen effektiver meistern. Ja, und jetzt, wo das kalte Wetter kommt, brauche ich dieses Selbstvertrauen, um aktiv und engagiert zu bleiben. Ja, im Winter fühlt man sich schnell träge, aber wenn man sich auf das konzentriert, was man gut kann, kann man sich motivieren. Ich stimme zu. Das Setzen einiger persönlicher Ziele für die Saison könnte mir helfen, meine Stimmung aufrechtzuerhalten. Das ist eine tolle Idee.
Vielleicht könnten Sie ein paar lustige Outdoor-Aktivitäten planen, um den Winter zu genießen. Ja, und ich könnte auch Indoor-Hobbys nachgehen, die mich begeistern. Auf jeden Fall. Ein ausgewogenes Verhältnis von Indoor- und Outdoor-Aktivitäten kann die Saison angenehm machen. Ich bin schon motivierter. Lasst uns gemeinsam einen Plan schmieden, um den Winter zu genießen. Lektion 5: Intelligente Getränkeauswahl. Das ist ein kluger Ansatz. Und was ist mit Getränken? Achten Sie darauf, was Sie trinken? Ja, ich versuche, auf meine Getränkeauswahl zu achten, insbesondere was die Flüssigkeitszufuhr betrifft. Genau. Ausreichend Flüssigkeit ist entscheidend, um den ganzen Tag über Energie und Konzentration zu haben. Hilf. Ich bevorzuge Wasser, aber ich mag auch Kräutertees wegen ihrer gesundheitlichen Vorteile. Das ist eine tolle Idee. Kräutertees können wohltuend wirken und verschiedene Nährstoffe liefern. Ja, und ich denke, dass es auch wichtig ist, auf die Zuckeraufnahme zu achten. Auf jeden Fall. Die Einschränkung zuckerhaltiger Getränke kann einen großen Unterschied für die allgemeine Gesundheit machen. Ich stimme zu. Lassen Sie uns bei unserem nächsten Ausflug gemeinsam ein paar gesunde Getränkeoptionen erkunden. Das klingt perfekt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir neue Favoriten zu entdecken. Lektion 6: Produktive Morgen. Ich bin heute um 6:30 Uhr aufgewacht. Ich versuche immer, meinen Tag früh zu beginnen. Das ist beeindruckend. Frühes Aufstehen kann wirklich eine positive Grundstimmung für den bevorstehenden Tag schaffen. Ja, es gibt mir zusätzliche Zeit, meinen Tag zu planen und eine ruhige Morgenroutine zu genießen. Düsseldorf. Ich finde, dass diese ruhigen Momente mir helfen, mich zentrierter zu fühlen. Genau. Normalerweise nehme ich mir etwas Zeit zum Meditieren und Kaffee trinken, bevor ich mich in die Aufgaben stürze. Das klingt wunderbar. Ich sollte versuchen, eine solche Morgenroutine einzuführen. Ich kann es nur empfehlen. Es kann einen großen Unterschied machen, wie Sie den Tag angehen. Ich bin in Skirjew. Ich werde meinen Wecker morgen etwas früher stellen, um zu sehen, wie es sich anfühlt. Tolle Idee. Ich bin gespannt, wie es dir damit ergeht. Lektion 7: Sicherheit auf See. In zukünftigen Fällen wurde den Schiffen befohlen, aus Sicherheitsgründen einen ausreichenden Vorrat an Rettungsbooten mitzuführen. Das ist eine entscheidende Regelung. Die Gewährleistung der Sicherheit auf See ist von größter Bedeutung. Genau. Genügend Rettungsboote zu haben, kann im Notfall über Leben und Tod entscheiden. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, auf jede mögliche Situation vorbereitet zu sein. Ja, und es ist interessant zu sehen, wie sich die Sicherheitsstandards im Laufe der Zeit entwickelt haben. Ich stimme zu. Aus vergangenen Vorfällen zu lernen führt zu besseren Praktiken und Vorschriften. Ja, und ich denke, es ist für alle, die an maritimen Aktivitäten beteiligt sind, wichtig, der Sicherheit Priorität einzuräumen. Auf jeden Fall. Bewusstsein und Vorbereitung können die Sicherheit auf See erheblich verbessern. Ich bin froh, dass wir darüber sprechen. Es ist für die Sicherheit aller Passagiere und der Besatzung von entscheidender Bedeutung. Lektion 8: Schuleinrichtungen. In der Turnhalle haben die Schüler Sportunterricht und es finden auch Tanzveranstaltungen statt. Das ist interessant.
Es muss ein zentraler Knotenpunkt für studentische Aktivitäten und Veranstaltungen sein. Ja, hier können die Schüler ihre Teamfähigkeit ausbauen und aktiv bleiben. Hilf. Sport spielt eine entscheidende Rolle in einer umfassenden Bildung. Genau. Außerdem schaffen Tanzveranstaltungen in der Turnhalle eine tolle Atmosphäre für geselliges Beisammensein. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit für Studenten, auch außerhalb des Studiums Kontakte zu knüpfen. Ich denke, es ist wichtig, dass Schulen Möglichkeiten für körperliches und soziales Engagement bieten. Auf jeden Fall. Es trägt dazu bei, ein Gemeinschaftsgefühl unter den Schülern zu schaffen. Ich bin froh, dass unsere Schule diese Aktivitäten als Teil des Gesamterlebnisses betont. Lektion 9. Essensplanung. Klingt lecker. Wie wäre es mit einer Beilage zu unserem Essen? Wie wäre es mit geröstetem Gemüse? Es ist einfach zuzubereiten und passt zu vielen Hauptgerichten. Das ist eine tolle Idee. Geröstetes Gemüse kann dem Teller so viel Geschmack und Farbe verleihen. Ja, außerdem sind sie gesund und voller Nährstoffe. Ja, und sie können mit verschiedenen Gewürzen an unseren Geschmack angepasst werden. Auf jeden Fall. Ich denke, dass die Zugabe einiger Kräuter und Gewürze den natürlichen Geschmack verstärken wird. Achten wir darauf, eine Vielzahl von Gemüsesorten für ein farbenfrohes und nahrhaftes Gericht zu verwenden. Toller Plan. Wir müssen beim Einkaufen frische Produkte mitnehmen. Ich bin gespannt, wie unser Essen wird. Lektion 10. Unerwartete Gespräche. Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit einem Fremden. Ist es nicht erstaunlich, wie unvorhersehbar das Leben sein kann? Ja, das ist es wirklich. Manchmal trifft man die faszinierendsten Menschen an den unerwartetsten Orten. Genau. Dieses Gespräch hat mir die Augen für neue Perspektiven geöffnet, die ich vorher nicht in Betracht gezogen hatte. Das finde ich toll. Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen kann unser Verständnis der Welt bereichern. Absolut. Es erinnert uns daran, dass jeder seine eigene Geschichte und seine eigenen Erfahrungen hat, die er teilen möchte. Ja, und wenn man für diese Begegnungen offen ist, kann das zu bedeutungsvollen Verbindungen führen. Ich stimme zu. Ich denke, wir sollten uns bemühen, mehr solche Interaktionen zu suchen. Auf jeden Fall. Es könnten wunderbare Gespräche und neue Freundschaften entstehen. Ich bin begeistert von den Möglichkeiten. Lasst uns anfangen, in unseren sozialen Interaktionen abenteuerlustiger zu sein. Lektion 11. Hula-Tänzer. Ich habe vor kurzem einigen Hula-Tänzerinnen zugesehen, die Touristen unterhalten, und es war ein wirklich fesselndes Erlebnis. Das klingt fantastisch. Ich habe schon immer das Können und die Anmut der Hula-Tänzerinnen bewundert. Ja, sie tragen wunderschöne Röcke aus langen Blättern, was ihren Auftritten noch mehr optische Attraktivität verleiht. Absolut. Die lebendigen Farben und Bewegungen schaffen eine faszinierende Atmosphäre. Ich war überwältigt davon, wie sie durch ihren Tanz Geschichten erzählen. Es ist wirklich eine Kunstform. Ja, und es ist faszinierend, über die kulturelle Bedeutung hinter jeder Bewegung nachzudenken. Genau. Es ist nicht nur Unterhaltung, es ist eine Möglichkeit, Traditionen zu bewahren und Geschichte zu teilen.
Das finde ich toll. Das Erleben solcher Aufführungen kann unser Verständnis für unterschiedliche Kulturen vertiefen. Auf jeden Fall. Ich denke, wir sollten nach mehr Veranstaltungen wie diesen suchen, die uns Spaß machen und von denen wir lernen können. Lektion 12: Kürbistraditionen. Es ist sehr ungewöhnlich, dass im Herbst in jedem Haushalt ein sehr großes, rundes, orangefarbenes Gemüse namens Kürbis steht. Ja, es ist faszinierend, wie Kürbisse zu einem solchen Grundnahrungsmittel für Herbstfeste werden. Absolut. Sie dienen nicht nur der Dekoration, sondern werden auch in vielen leckeren Rezepten verwendet. Ich weiß, Kürbiskuchen ist ein Klassiker, aber ich probiere gerne verschiedene Gerichte aus, zum Beispiel Kürbissuppe. Ja, und das Kürbisschnitzen für Halloween ist eine wirklich lustige Tradition. Ja, es ist eine kreative Art, in Festtagsstimmung zu kommen und bringt Familien zusammen. Ich stimme zu. Außerdem können sie auf so viele Arten verwendet werden, von Lebensmitteln bis hin zur Kunst. Ja, und es ist toll zu sehen, wie sie zu so vielen saisonalen Aktivitäten inspirieren. Ich finde, wir sollten einen Abend zum Kürbisschnitzen planen. Das wäre eine fantastische Art, die Jahreszeit zu feiern. Lektion 13: Frische Produkte. Diese Woche gibt es Karotten, Salat, Kohl, Gurken und Bohnen zum Verkauf auf dem Markt. Das klingt nach einer tollen Auswahl. Frische Produkte verleihen den Mahlzeiten immer so viel Geschmack. Absolut. Ich liebe es, wie lebendig und frisch alles aussieht, wenn es frisch geerntet ist. Ja, und es ist eine wunderbare Möglichkeit, gesunde Essgewohnheiten zu fördern. Genau. Und wenn wir wissen, woher unser Essen kommt, macht es das noch angenehmer. Ich stimme zu. Durch den Einkauf auf lokalen Märkten können Sie auch die Landwirte unserer Gemeinde unterstützen. Ja, und es ist eine großartige Gelegenheit, mehr über saisonale Produkte zu erfahren. Das finde ich toll. Lass uns dieses Wochenende einen Ausflug zum Markt planen, um ein paar frische Zutaten zu besorgen. Klingt nach einem Plan. Ich bin schon gespannt, welche leckeren Gerichte wir gemeinsam zubereiten können. Lektion 14: Pläne aktualisieren. Das ist ein schönes Angebot. Wir werden dann bei Gelegenheit auf jeden Fall über ein Upgrade nachdenken. Auf jeden Fall. Ein Upgrade kann unser Erlebnis deutlich verbessern, insbesondere wenn es zusätzliche Vorteile mit sich bringt. Ja, und es ist immer schön, sich auf Reisen oder bei Veranstaltungen ein wenig Luxus zu gönnen. Ich stimme zu. Es kann einen großen Unterschied in Bezug auf Komfort und allgemeines Vergnügen machen. Genau. Und wenn das Upgrade nicht zu teuer ist, lohnt es sich oft wegen der zusätzlichen Vorteile. Ja, und es ist spannend, darüber nachzudenken, welche Verbesserungen wir erzielen könnten. Ich denke, wir sollten nach Angeboten Ausschau halten, die uns ein Upgrade ermöglichen könnten. Auf jeden Fall. Es ist immer gut, auf solche Gelegenheiten vorbereitet zu sein. Ich bin gespannt, welche Möglichkeiten wir haben. Es könnte eine tolle Verbesserung sein. Lektion 15: Australiens Größe. Die Länder der Welt sind vielfältig und trotz seiner enormen Größe hat Australien nicht so viele Einwohner, wie man vielleicht erwarten würde. Das stimmt. Es ist überraschend, wie viel Land es im Vergleich zur Bevölkerungsdichte gibt. Ja, und ein Großteil des Landes ist unbewohnt, was eine so einzigartige Landschaft schafft.
Auf jeden Fall. Es ist interessant, darüber nachzudenken, wie sich das auf die Kultur und den Lebensstil dort auswirkt. Genau, die Weite ermöglicht einige unglaubliche Naturwunder und Wildtiere. Ja, und es ist faszinierend, wie sich die Menschen an das Leben in einem so großen, offenen Raum anpassen. Ich stimme zu. Es unterstreicht auch, wie wichtig es ist, diese natürlichen Umgebungen zu erhalten. Auf jeden Fall. Ich glaube, eine Reise nach Australien würde mir eine ganz andere Perspektive auf das Leben eröffnen. Ich kann es kaum erwarten, es eines Tages zu erkunden. Es steht auf meiner Reisewunschliste. Lektion 16. Bemerkenswertes Talent. Sie spielte und unterhielt die Show mit ihrem bemerkenswerten Talent. Sie spielte die Hauptrolle in vielen verschiedenen BBC-Produktionen. Das klingt unglaublich. Es muss fantastisch gewesen sein, sie liebe auftreten zu sehen. Absolut. Ihre Fähigkeit, das Publikum zu fesseln, war wirklich etwas Besonderes. Ja, und es ist inspirierend zu sehen, wie jemand sein Handwerk so hervorragend beherrscht. Ich stimme zu. Das Beobachten talentierter Künstler kann in anderen die Leidenschaft für die Kunst entfachen. Auf jeden Fall. Man weiß die harte Arbeit und das Arrangement hinter den Kulissen zu schätzen. Ja, und es ist faszinierend, die Geschichten hinter den Produktionen zu erfahren, an denen sie beteiligt war. Ich würde gerne mehr von ihrer Arbeit sehen. Es ist immer aufregend, neue Talente zu entdecken. Auf jeden Fall. Schauen wir uns ihre Auftritte an und planen wir einen gemeinsamen Abend. Lektion 17. Energiegeladen bleiben. Ich habe mich in letzter Zeit auf Cardio und Krafttraining konzentriert und das gibt mir den ganzen Tag über wirklich Energie. Das klingt effektiv. Ich habe gehört, dass die Kombination aus beiden zu einer großartigen allgemeinen Fitness führen kann. Absolut. Cardio steigert die Ausdauer, während Krafttraining Muskeln aufbaut und so für eine ausgewogene Routine sorgt. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit, sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit zu verbessern. Genau. Nach einem guten Training fühle ich mich wacher und bereit, meinen Tag in Angriff zu nehmen. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, wie Sport die Stimmung und das Energieniveau heben kann. Ich denke, es ist wichtig, Aktivitäten zu finden, die einem Spaß machen, damit es sich nicht wie eine lästige Pflicht anfühlt. Auf jeden Fall. Ich würde gerne gemeinsam ein paar neue Workouts ausprobieren, damit es frisch und unterhaltsam bleibt. Das klingt nach einer großartigen Idee. Lass uns ein paar Sitzungen planen, um uns gegenseitig zu motivieren. Lektion 18. Motiviert bleiben. Als Dietrichs Sohn die Wiedereinsetzung in den Amateurstatus angeboten wurde, lehnte sie ab und kritisierte die ihrer Meinung nach unfaire Situation des Systems. Das ist wirklich inspirierend. Es erfordert viel Mut, so für seine Überzeugungen einzustehen. Absolut. Es zeigt ihr Engagement für die Wahrung der Integrität in ihrem Sport. Ja, und es verdeutlicht die Herausforderungen, denen sich Sportler bei der Einhaltung der Regeln und Vorschriften gegenüber sehen. Genau. Es ist wichtig, dass Sportler für sich selbst und ihre Überzeugungen eintreten. Ich stimme zu. Ihre Geschichte kann andere motivieren, trotz des Drucks an ihren Prinzipien festzuhalten. Ja, und es unterstreicht die Notwendigkeit von Fairness und Gleichberechtigung im Sport. Auf jeden Fall. Ich denke, wir sollten uns mehr Geschichten von Sportlern anschauen, die ähnliche Positionen vertreten haben. Tolle Idee.
Mehr über ihre Reisen zu erfahren, kann sowohl inspirierend als auch lehrreich sein. Lektion 19. Starker Charakter. Sie ist sehr stark. Jennifer ist verheiratet und ihr Mann ist Lehrer. Das ist wunderbar. Es ist schön zu sehen, wie sich starke Persönlichkeiten gegenseitig in ihrer Karriere unterstützen. Auf jeden Fall. Ihre Partnerschaft muss von gegenseitigem Respekt und Verständnis geprägt sein. Ja, und ein unterstützender Ehepartner kann bei der Verfolgung persönlicher Ziele wirklich hilfreich sein. Genau. Es ist inspirierend zu sehen, wie sie ihr Berufs- und Privatleben in Einklang bringen. Ich stimme zu. Starke Beziehungen führen oft zu größeren Erfolgen für beide Partner. Ja, und es ist toll, von Paaren zu hören, die die Leidenschaften des anderen fördern. Ich finde, wir sollten diese Geschichten mehr feiern. Sie können andere motivieren. Ich stimme voll und ganz zu. Lassen Sie uns weitere Beispiele für starke Partnerschaften finden, die wir teilen können. Lektion 20. Besprechungsvorbereitung. Ich habe alle notwendigen Materialien für das Meeting. Ja, ich habe alle relevanten Dokumente bereit. Das ist fantastisch. Eine gute Vorbereitung kann den Verlauf des Meetings entscheidend beeinflussen. Absolut. Wenn alles gut organisiert ist, können wir alle wichtigen Punkte abdecken. Ja, und es kann unser Selbstvertrauen bei der Präsentation unserer Ideen stärken. Genau. Ich denke, es wäre hilfreich, die Dokumente vor dem Start noch einmal durchzugehen. Folge dir. Dadurch fühlen wir uns sicherer und sind bereit, alle Fragen zu beantworten. Ja, und es ist auch wichtig, dass wir alle visuellen Hilfsmittel oder Präsentationen bereithalten. Ich stimme zu. Diese Tools können unsere Kommunikation während des Meetings erheblich verbessern. Ich bin froh, dass wir einer Meinung sind. Ich denke, wir werden einen starken Eindruck hinterlassen. Lektion 21. Antike Ruinen. Ich finde antike Ruinen faszinierend, daher wäre Griechenland mein bevorzugtes Reiseziel. Das klingt unglaublich. Die Geschichte und Architektur Griechenlands sind wirklich bemerkenswert. Absolut. Orte wie die Akropolis in Athen zu erkunden, wäre ein wahr gewordener Traum. Ja, und das Erleben der reichen Mythologie hinter diesen Ruinen verleiht dem Besuch so viel Tiefe. Genau. Es ist erstaunlich, welche Geschichten diese alten Bauwerke erzählen könnten. Ich stimme zu. Außerdem muss die wunderschöne Landschaft rund um die Ruinen atemberaubend sein. Ja, der Kontrast des alten Steins vor dem blauen Himmel und Meer ist atemberaubend. Ich kann mir nur vorstellen, welche Fotos wir machen könnten. Es wäre ein Paradies für Fotografen. Auf jeden Fall. Planen wir eine Reise nach Griechenland und tauchen wir ein in seine Geschichte und Schönheit. Lektion 22. Bootsfahrt Sechten. Vielleicht gefällt Ihnen auch eine Bootsfahrt auf der Moldau, bei der Sie einen Panoramablick auf die Stadt genießen. Das klingt wunderbar. Die Stadt vom Wasser aus zu sehen, muss eine einzigartige Perspektive bieten. Absolut. Die Architektur entlang des Flusses ist atemberaubend, insbesondere die historischen Gebäude. Ja, und ich liebe es, wie die Spiegelungen auf dem Wasser so schöne Bilder erzeugen können. Genau.
Es ist wie ein bewegtes Gemälde, während sie den Fluss entlang gleiten. Ich kann mir vorstellen, wie entspannend das wäre, besonders mit den sanften Geräuschen des Wassers. Ja, und es ist eine tolle Möglichkeit, eine Pause vom Herumlaufen in der Stadt zu machen. Ich stimme zu. Außerdem wäre es eine hervorragende Gelegenheit, einige unglaubliche Fotos zu machen. Achten wir darauf, bei unserem Besuch eine Bootsfahrt in unseren Reiseplan aufzunehmen. Lektion 23 Wettercheck. Sie prüfen den Wetterbericht. Klar, ich schaue nach, ob wir etwas Besonderes einpacken müssen. Das klingt gut. Es ist immer ratsam, auf Wetteränderungen vorbereitet zu sein. Auf jeden Fall. Ich möchte nicht ohne Regenschirm dastehen, wenn es plötzlich regnet. Ja, und wenn wir mehrere Schichten Kleidung einpacken, können wir uns unabhängig von der Temperatur wohlfühlen. Genau. Ein wenig Planung kann unser Reiseerlebnis erheblich verbessern. Ich stimme zu. Denken wir auch an alle Aktivitäten, die wir durchführen könnten und die vom Wetter beeinflusst werden könnten. Ja, wenn die Sonne scheint, möchten wir vielleicht mehr Ausflüge in die Natur planen. Und wenn es regnet, könnten wir uns stattdessen nach Indoor-Attraktionen umsehen. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Behalten wir die Wettervorhersage vor unserer Reise im Auge. Lektion 24 Essen mit kleinem Burkit. Verstanden. Wie sieht es mit Essen aus? Irgendwelche Vorschläge für preiswertes Essen auf Reisen? Ja, ich denke, dass das Probieren von lokalem Streetfood eine fantastische Möglichkeit sein kann, Geld zu sparen und authentische Küche zu erleben. Genau. Straßenhändler bieten oft köstliche Gerichte an, die viel günstiger sind als Restaurantgerichte. Ja, und Sie können einzigartige Geschmacksrichtungen entdecken, die Sie in einem Restaurant mit Bedienung vielleicht nicht bekommen. Dem stimme ich zu. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, in die lokale Kultur einzutauchen. Auf jeden Fall. Ein weiterer Tipp, suchen Sie nach Märkten, auf denen Sie frische Produkte und Snacks kaufen können. Das ist eine clevere Idee. Ein Picknick einzupacken kann auch eine unterhaltsame und kostengünstige Möglichkeit sein, Mahlzeiten zu genießen. Ja, es ermöglicht uns, beim Erkunden zu essen, wann und wo wir wollen. Ich denke, wir sollten uns im Voraus über lokale Empfehlungen für preisgünstige Optionen informieren. Lektion 25 Körperliche Aktivität. Für die ersten Recherchen ist das ganz hilfreich, aber wir sollten unbedingt auch körperliche Aktivitäten einplanen. Ja, wenn wir Bewegung in unseren Tagesablauf einbauen, bleiben wir während unserer Reise voller Energie. Genau. Es passiert leicht, dass man körperliche Aktivitäten vernachlässigt, wenn man mit Entdecken beschäftigt ist. Auf jeden Fall. Ein paar Spaziergänge oder Wanderungen können als Ausgleich zu unseren Besichtigungen dienen. Ja, und es ermöglicht uns, die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und gleichzeitig aktiv zu bleiben. Ich finde diese Idee super. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, abseits der ausgetretenen Pfade verborgene Schätze zu entdecken. Auf jeden Fall. Um die Balance zu halten, sollten wir ein paar Outdoor-Aktivitäten in unseren Reiseplan aufnehmen. Ich freue mich darauf. Das macht unsere Reise noch erfüllender. Ja, stellen wir sicher, dass wir sowohl der Erkundung als auch unserer Gesundheit Priorität einräumen. Lektion 26 Wochenendpläne. Und bei Ihnen? Mir geht es genauso. Ich kann einem schönen Wochenendabenteuer nie widerstehen.
Ich stimme voll und ganz zu. Wochenenden sind die perfekte Zeit, um neue Aktivitäten und Orte zu erkunden. Ja, und es ist erfrischend, aus der Routine auszubrechen und etwas Neues auszuprobieren. Auf jeden Fall. Hast du für dieses Wochenende schon konkrete Pläne? Ich dachte daran, ein lokales Festival zu besuchen. Dort gibt es normalerweise tolles Essen und Unterhaltung. Das klingt nach Spaß. Ich würde gerne mitmachen. Festivals sind immer lebendig und aufregend. Großartig. Schauen wir uns den Zeitplan an und sehen, welche Veranstaltungen stattfinden. Ja, und wir können auch nach Kunstausstellungen und Märkten im Freien suchen, die wir erkunden können. Ich kann es kaum erwarten. Es wird ein Wochenende voller Spaß und Entdeckungen. Lektion 27: Zukunftspläne. Hi, was sind deine Pläne für die Zukunft? Ich überlege, einen Master zu machen. Das klingt nach einer fantastischen Gelegenheit. Welches Fach möchtest du studieren? Ich interessiere mich für Umweltwissenschaften und möchte einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Das ist bewundernswert. Wir brauchen mehr leidenschaftliche Menschen in diesem Bereich, um Veränderungen voranzutreiben. Ich stimme zu. Ich glaube, dass Bildung uns befähigen kann, drängende Umweltprobleme anzugehen. Auf jeden Fall. Haben Sie schon darüber nachgedacht, bei welchen Schulen Sie sich bewerben könnten? Ja, ich schaue mir einige Programme an, die sich auf praktische Lösungen und Forschung konzentrieren. Das klingt vielversprechend. Es ist wichtig, ein Programm zu wählen, das zu Ihren Zielen passt. Ja, und ich freue mich über die Möglichkeit praktischer Lernerfahrungen. Lektion 28: Meinen Fortschritt verfolgen. Ich habe versucht, motiviert zu bleiben, mir realistische Ziele zu setzen und meine Fortschritte zu verfolgen. Das ist ein kluger Ansatz. Das Setzen erreichbarer Ziele kann wirklich dazu beitragen, die Motivation langfristig aufrechtzuerhalten. Genau. Es ist ein tolles Gefühl, kleine Fortschritte zu sehen und das motiviert mich weiterzumachen. Ja, und indem Sie Ihren Fortschritt verfolgen, können Sie diese Erfolge unterwegs feiern. Ich stimme zu. Es ist motivierend, zurückzublicken und zu sehen, wie weit ich gekommen bin. Auf jeden Fall. Haben Sie spezielle Methoden gefunden, die Ihnen helfen, auf Kurs zu bleiben? Ich habe angefangen, ein Tagebuch zu führen, um meine Ziele und Überlegungen aufzuzeichnen, was hilfreich war. Das ist eine tolle Idee. Dinge aufzuschreiben kann deine Gedanken und Absichten verdeutlichen. Ja, und es ermöglicht mir auch, meine Ziele nach Bedarf anzupassen, was wichtig ist. Lektion 29: Detaillierte Vorschläge. Lassen Sie uns einen detaillierten Vorschlag für das bevorstehende Projekt vorlegen. Wie wäre es mit einer Kostenschätzung? Das klingt nach einem soliden Plan. Kostenvoranschläge helfen unserem Team, das Booklet besser zu verstehen. Genau. Es zeigt auch, dass wir sorgfältig und verantwortungsvoll planen. Ja, und es kann uns helfen, potenzielle finanzielle Herausforderungen frühzeitig zu erkennen. Ich stimme zu. Um es deutlich zu machen, lassen Sie uns die Kosten für jede Komponente des Projekts aufschlüsseln. Folge dir. Eine klare Aufschlüsselung erleichtert allen die Nachverfolgung. Ja, und es kann Transparenz und Vertrauen unter den Teammitgliedern fördern. Hilf.
Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, einen umfassenden Vorschlag zu erarbeiten. Ich kann es kaum erwarten, es fertigzustellen und unsere Ideen vorzustellen. Sektion 30. Erfrischende Räume. Mit etwas Farbe können wir ihm einen frischen Look verpassen. Das ist eine tolle Idee. Entwurf. Ein neuer Anstrich kann einen Raum komplett verwandeln und einladender wirken lassen. Ja, und es ist im Vergleich zu anderen Renovierungen relativ kostengünstig. Ja, außerdem kann die Wahl der richtigen Farben die Stimmung eines Raums erheblich verändern. Ich stimme zu. Haben Sie darüber nachgedacht, welches Farbschema am besten funktionieren würde? Ich tendiere zu sanften Warmtönen. Sie schaffen eine gemütliche und einladende Atmosphäre. Das klingt wunderbar. Ich denke, diese Farben würden den Raum wirklich aufhellen. Ja, und wir könnten mit verschiedenen Dekorelementen sogar noch Akzente setzen. Ich bin begeistert von diesem Projekt. Lass uns einen Tag planen, an dem wir gemeinsam mit dem Malen beginnen.